Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Mit der November-Werkbank kommt auch das letzte Werkbank-Update für dieses Jahr, denn im Dezember werde ich wieder einen kleinen Streifzug durch meine Vitrinen machen und euch die Armeen zeigen, die zwar bearbeitet werden, aber keine eigenen Videos haben, jedenfalls meistens. Den Anfang macht, wie ihr sehen könnt, diesen Monat das Imperium in Form dieses Helebardiers. Ich habe auch noch einen Schwertkämpfer in der Arbeit und 2 sind gedruckt und warten darauf, dass die Supports entfernt werden, aber der ist der einzige, der diesen Monat fertig geworden ist. Viel zu sagen gibt's dazu nicht. Bei der Bemalung bin ich, wie bei den anderen Landsknechten auch, keinem direkten Farbschema gefolgt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es eben auch Landsknechte sein könnten, die ich dann während der Renaissance einsetzen kann, zum Beispiel bei Pike and Shot in den italienischen Kriegen. Im Imperium gehört er zu einer Söldnerarmee, die jeder anheuern kann, der es sich leisten kann. Weiter geht es mit einem Landsknecht, diesmal allerdings bei den Bretonen. Das Modell ist von Lost Kingdom Miniatures und gehört in deren Bretonen-Range. Eigentlich sollte der auch der Anführer für meine bretonischen Landsknechte sein, jedenfalls für die neu gedruckten. Das Problem ist allerdings gewesen, mir ist dann was auf dem Tisch runtergefallen, er stand im Weg und dann brach mal eben die Hellebarde ab und ich konnte mit der ganzen Arbeit wieder von vorne anfangen und musste den ganzen Arm austauschen. Das ist ein bisschen schade, aber ist halt passiert. Jetzt ist das Modell jedenfalls bereit, für Bretonia in die Schlacht zu ziehen und wartet auf seinen ersten Einsatz. Als nächstes haben wir hier 2 Modelle, die meine Rohirrim-Armee verstärken werden, und zwar als Speerwerfer. Natürlich nicht die Rohirrim für Herr der Ringe von GW, sondern für Warlords of Everyone und Lion Rampant bzw. Dragon Rampant. Die Modelle werden dann eben einfach bei den Rohirrim mit eingesetzt. Sie haben eine Weile gebraucht, bis sie fertig geworden sind, und die verwendeten Teile sind wie immer alle von Victrix. So ziemlich alle Sets, die ich habe, haben irgendetwas dazu beigetragen, auch die aus der Antike, denn von denen habe ich nämlich die Hände mit den Wurfspeeren. Mit diesen beiden Modellen ist die Einheit dann auf 11 Mann angewachsen und jetzt fehlt nur noch einer, bis sie endlich richtig spielbar ist in Lion Rampant. Diesen Monat haben dann auch die Mächte des Chaos wieder Verstärkung bekommen in Form von 2 weiteren Centigors. Großartig was zu sagen gibt's zu den beiden einfach nicht. Das eine ist der Musiker, das andere ist wieder ein weiterer Krieger und damit ist diese Einheit dann auf 5 Mann angewachsen und jetzt eigentlich auch schon spielbar. Wenn ich noch ein paar Chaos-Tiermenschen mehr hätte, weil bis jetzt habe ich nur eine kleine Truppe, die ich eigentlich mal für Frostgrave aufgebaut hatte und eben jetzt 5 Centigors, die alle noch auf ihren Einsatz warten. Der liegt aber gar nicht mal so weit entfernt, denn ich habe mit ein bisschen Glück die Armeebücher der 5. und 6. Edition für Chaos bekommen und so ist der Einsatz der Tiermenschen ziemlich nahe herangerückt mittlerweile, wenn denn die Armee endlich angemalt wäre. Den Abschluss diesen Monat bilden 2 bretonische Ritter des Königs. Der eine ist komplett Standard, wie ihr sehen könnt. So wie er aus der Packung gekommen ist, wurde er mal zusammengebaut, bemalt und dann benutzt. Ich habe ihn jetzt entfärbt und nochmal neu angemalt. Er gefällt mir jetzt etwas besser als vorher. Die vorherige Farbgebung war gruselig. Das andere Modell ist ein Umbau und zwar stammen die Teile von Monstrous Encounters und Northern Crusade. Das Pferd ist von Kyoschenko Miniatures, glaube ich jedenfalls, und gehört eigentlich zu den Elfen, was man an dem sehr schön verzierten Sattelzeug sehen kann. Der Oberkörper stammt von einem Deutschordensmeister für das frühe 14. Jahrhundert, die Beine von Monstrous Encounters. Der Deutschordensmeister ist eigentlich fest mit dem Pferd verbunden, auf dem er ursprünglich gesessen hat. Das brauchte ich aber für einen Umbau und so habe ich einfach den Oberkörper aufgehoben. Diejenigen, die schon länger meinem Kanal folgen, wissen, hier wird nichts weggeschmissen, jedenfalls nichts, was irgendwie noch verwendet werden kann. Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.